Guten Morgen, Herr Doktor. Mein Kind fühlt sich nicht gut. Was sind die Symptome? Sie hat Fieber und fühlt sich schwach. Wie hoch ist das Fieber? Etwa 39 Grad. Hat sie auch Husten oder Halsschmerzen? Ja, sie hat einen Husten und klagt über Halsschmerzen. Seit wann hat sie diese Symptome? Seit gestern Abend. Hat sie auch Schwierigkeiten beim Atmen? Nein, das Atmen scheint in Ordnung zu sein. Hat sie Appetit verloren? Ja, sie hat kaum gegessen. Hat sie irgendwelche anderen Beschwerden, wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen? Sie hat leichte Kopfschmerzen. Hat sie auch Erbrechen gehabt? Nein, sie hat nicht erbrochen. Hat sie in den letzten Tagen etwas anderes gegessen oder getrunken? Nein, alles war normal. Ich werde sie untersuchen, um die Ursache herauszufinden. Soll ich ihr Fiebermittel geben? Ja, wenn das Fieber zu hoch ist, geben Sie ihr etwas, um es zu senken. Wie viel Paracetamol darf sie nehmen? Geben Sie ihr 250 Milligramm, alle 4 bis 6 Stunden. Wird es ihr bald besser gehen? Wenn es nur eine Erkältung ist, sollte es in ein paar Tagen besser werden. Muss sie im Bett bleiben? Ja, sie sollte sich ausruhen und viel trinken. Muss ich sie morgen noch einmal bringen? Wenn sie keine Besserung zeigt, kommen Sie bitte morgen wieder. Kann sie in die Schule gehen, wenn sie sich besser fühlt? Sie sollte zu Hause bleiben, bis das Fieber weg ist und sie sich wieder fit fühlt. Sollte ich sie warm halten? Ja, aber nicht zu warm. Achten Sie auf eine angenehme Temperatur. Muss ich ihre Temperatur regelmäßig messen? Ja, messen Sie Ihre Temperatur alle paar Stunden. Kann sie etwas gegen den Husten nehmen? Es gibt Hustenmittel, die helfen können, aber erst, wenn der Husten schlimmer wird. Was kann ich gegen ihre Halsschmerzen tun? Gurgeln mit warmem Salzwasser kann helfen. Kann ich ihr Lutschtabletten geben? Ja, Lutschtabletten für Kinder sind in Ordnung. Muss sie viel trinken? Ja, viel Wasser oder Tee, um den Körper zu unterstützen. Soll ich ihr Vitamine geben? Wenn sie keinen Appetit hat, können Vitamine hilfreich sein. Was, wenn das Fieber höher wird? Wenn das Fieber über 40 Grad steigt, kommen Sie sofort zu mir.
Gibt es eine Möglichkeit, das Fieber schneller zu senken? Wischen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab, aber nicht zu kalt. Muss sie zum Röntgen? Nur wenn der Husten sehr stark ist und wir eine Lungenentzündung vermuten. Sollte sie Hustensaft nehmen? Ja, aber nur, wenn es der Husten erfordert und sie über 6 Jahre alt ist. Ist es eine normale Erkältung oder etwas anderes? Es sieht nach einer einfachen Erkältung aus, aber ich werde es mir genauer ansehen. Gibt es eine Möglichkeit, sie schneller zu heilen? Ausreichend Ruhe und viel Flüssigkeit sind der beste Weg zur Heilung. Muss ich ihr noch etwas anderes geben? Wenn der Husten schlimmer wird, geben Sie ihr einen sanften Hustenlöser. Was soll ich tun, wenn sie sehr müde ist? Lassen Sie sie schlafen. Ruhe hilft dem Körper, sich zu erholen. Kann sie zu viel schlafen? Nein, Schlafen ist wichtig, solange sie nicht zu viel trinkt oder isst. Was, wenn sie die Medikamente verweigert? Versuchen Sie, die Medikamente mit etwas Honig oder in einem Getränk zu verbergen. Muss ich ihre Nase regelmäßig putzen? Ja, besonders bei einer Erkältung ist es wichtig, die Nase frei zu halten. Was soll ich tun, wenn sie weiterhin nicht essen will? Bieten Sie ihr leichte Kost an, wie Brühe oder Joghurt. Ist es gefährlich, wenn sie nur wenig isst? Solange sie genug Flüssigkeit zu sich nimmt, ist es normalerweise kein Problem. Wie lange wird es dauern, bis sie sich besser fühlt? In der Regel 3 bis 5 Tage, aber es hängt davon ab, wie Ihr Körper reagiert. Kann sie nach dem Fieberbad aufstehen? Ja, aber nur, wenn das Fieber gesenkt ist und sie sich stark genug fühlt. Was kann ich gegen ihre laufende Nase tun? Nasenspray oder ein Dampfbad können helfen. Sollte sie in einem warmen Raum bleiben? Ja, aber sorgen Sie für frische Luft, wenn das Wetter es zulässt. Was kann ich tun, wenn sie über Bauchschmerzen klagt? Wenn sie nur leicht schmerzt, ist es wahrscheinlich eine Folge der Erkältung. Sollte ich ihre Kleidung oft wechseln? Wenn sie schwitzt, ja. Frische Kleidung hilft, den Körper angenehm zu halten.
Muss sie auch im Bett bleiben, wenn sie kein Fieber mehr hat? Es ist gut, wenn sie sich noch etwas schont, auch ohne Fieber. Kann sie ein Bad nehmen? Ein lauwarmes Bad kann angenehm sein, aber vermeiden Sie es, wenn sie sich schwach fühlt. Was passiert, wenn sie weiterhin hohes Fieber hat? Dann müssen wir eventuell weiterführende Untersuchungen durchführen. Sollte ich sie in der Nacht immer noch überwachen? Ja, besonders wenn sie Fieber hat. Beobachten Sie, ob es steigt. Sollte sie in den ersten Tagen keine feste Nahrung zu sich nehmen? Leichte Kost ist gut, aber wenn sie keine Lust hat, zwingen Sie sie nicht. Muss sie ihre Medikamente immer pünktlich nehmen? Ja, die regelmäßige Einnahme hilft, die Krankheit schneller zu heilen. Kann sie nach der Behandlung wieder in den Kindergarten? Nur wenn sie vollständig fieberfrei ist und keine Symptome mehr zeigt. Wie lange sollte sie zu Hause bleiben? Mindestens 24 Stunden nach dem Abklingen des Fiebers. Was kann ich gegen ihre müden Augen tun? Ruhe hilft, aber wenn sie oft blinzelt, könnte ein feuchtes Tuch beruhigend wirken. Kann sie mit anderen Kindern spielen, wenn es ihr besser geht? Ja, aber nur, wenn sie keine Symptome mehr zeigt. Soll ich ihr einen Schlafrhythmus vorgeben? Ja, regelmäßiger Schlaf ist wichtig für die Heilung. Sollte ich ihr eine Decke geben, wenn sie friert? Eine leichte Decke reicht aus, aber überhitzen Sie sie nicht. Muss sie viel frische Luft bekommen? Ja, aber nicht bei sehr kaltem oder schlechtem Wetter. Sollte ich ihr mehr warme Getränke geben? Ja, Tee oder warme Brühe sind gut. Wie kann ich ihre Bronchien beruhigen? Dampfbäder oder ein sanftes Hustenmittel können helfen. Sollte ich sie auch nachts abdecken, wenn sie schwitzt? Ja, aber achten Sie darauf, dass sie nicht zu warm wird. Kann sie nach dem Medikament noch etwas essen? Ja, warten Sie einfach 30 Minuten, bevor sie isst. Was tun, wenn sie sich nicht beruhigen kann? Sprechen Sie beruhigend mit ihr und bieten Sie ihr viel Flüssigkeit an. Muss ich ihre Temperatur nach jeder Dosis messen? Ja,
besonders wenn sie weiterhin Fieber hat. Wie kann ich sicherstellen, dass sie genug trinkt? Bieten Sie ihr regelmäßig kleine Schlucke Wasser oder Tee an. Sollte sie bei der Behandlung viel bewegen? Nein, sie sollte sich ausruhen. Wie kann ich feststellen, ob ihre Beschwerden ernst sind? Wenn das Fieber sehr hoch bleibt oder neue Symptome hinzukommen, kommen Sie sofort wieder. Soll ich ihre Zähne während der Krankheit putzen? Ja, aber seien Sie sanft, wenn sie sich nicht gut fühlt. Muss ich sie nach der Untersuchung zu Hause überwachen? Ja, besonders nach einer Medikation oder bei hohem Fieber. Was, wenn sie plötzlich wieder Fieber bekommt? Geben Sie ihr ein fiebersenkendes Mittel und rufen Sie uns an. Kann sie etwas gegen die Schmerzen im Hals tun? Ein warmer Tee oder Halsschmerztabletten helfen. Was soll ich tun, wenn sie an Appetitlosigkeit leidet? Zwingen Sie sie nicht zu essen, aber bieten Sie ihr kleine Portionen an. Sollte sie in einem ruhigen Zimmer bleiben? Ja, ein ruhiger Ort hilft ihr, sich schneller zu erholen. Muss ich auf ihren Husten achten? Ja, besonders wenn er stärker wird oder länger anhält. Sollte ich mit ihr spazieren gehen? Erst wenn sie sich wirklich besser fühlt. Was, wenn sie sich übergeben muss? Lassen Sie sie sich ausruhen und geben Sie ihr Flüssigkeit, sobald es möglich ist. Was passiert, wenn sie trotz Behandlung nicht besser wird? Wir müssen dann weiter untersuchen, was die Ursache sein könnte. Sollte ich ihre Kleidung oft wechseln, wenn sie schwitzt? Ja, halten Sie sie in trockener Kleidung. Kann sie bald wieder in den Kindergarten? Wahrscheinlich nach ein paar Tagen, wenn alle Symptome verschwunden sind. Muss ich ihre Temperatur täglich messen? Ja, besonders in den ersten 2 Tagen der Krankheit. Kann sie auch mit den Medikamenten schlafen? Ja, sie kann ruhig schlafen, solange sie sich nicht übergibt. Kann sie sich nach der Untersuchung selbst beschäftigen? Ja, aber stellen Sie sicher, dass sie sich nicht überanstrengt. Muss sie nach der Behandlung eine bestimmte Diät einhalten? Nein, nur leichte und gesunde Kost, wenn sie bereit ist zu essen.
Was kann ich gegen Ihren Reizhusten tun? Reizhusten kann mit mildem Hustensaft behandelt werden. Sollte sie in den nächsten Tagen im Bett bleiben? Ja, bis alle Symptome verschwunden sind. Was kann ich tun, wenn Ihre Haut sehr trocken ist? Eine feuchtigkeitsspendende Lotion könnte helfen. Sollte sie bei der Behandlung viel trinken? Ja, viel Flüssigkeit ist wichtig, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Muss sie alle ihre Medikamente einnehmen? Ja, besonders die Antibiotika, falls verschrieben. Kann sie auch spazieren gehen, wenn sie sich besser fühlt? Ja, aber nur für kurze Zeit und bei gutem Wetter. Sollte sie in der ersten Zeit nach der Behandlung viel ruhen? Ja, Ruhe ist wichtig für die Heilung. Was kann ich tun, wenn ihr Husten länger anhält? Wir können ihr dann ein stärkeres Hustenmittel verschreiben. Muss ich auf andere Symptome achten? Achten Sie auf plötzliche Veränderungen oder neue Symptome. Muss sie den ganzen Tag im Bett bleiben? Nein, aber sie sollte sich viel ausruhen und schwere Aktivitäten vermeiden. Was kann ich tun, wenn sie weiterhin schlecht schläft? Versuchen Sie, Ihre Schlafumgebung ruhig und angenehm zu gestalten. Kann sie nach der Behandlung wieder spielen? Nur wenn sie keine Symptome mehr hat und sich wirklich besser fühlt. Sollte ich sie weiterhin beobachten? Ja, besonders in den ersten 48 Stunden nach der Behandlung. Wie lange muss sie Medikamente nehmen? In der Regel bis die Symptome abgeklungen sind, mindestens aber 5 Tage. Was tun, wenn sie sich nicht erholen möchte? Lassen Sie sie ruhig schlafen und geben Sie ihr die nötige Zeit. Was passiert, wenn sie die Medikamente verweigert? Versuchen Sie, sie sanft daran zu erinnern, dass es zu ihrer Besserung beiträgt. Soll ich ihre Kleidung wechseln, wenn sie schwitzt? Ja, halten Sie sie trocken, um Komfort zu gewährleisten. Sollte sie nach der Behandlung sofort wieder rausgehen? Warten Sie mindestens 24 Stunden nach dem Fieber, bevor Sie nach draußen gehen. Muss sie nach dem Medikament schlafen? Es ist gut, wenn sie sich danach ausruht. Wann kann ich sicher sein, dass sie geheilt ist?
Wenn sie keine Symptome mehr zeigt und wieder normal isst und trinkt,